Ich war auf der Formnext-Messe in Frankfurt unterwegs und habe mir die Neuheiten im Bereich der additiven Fertigung angeschaut. In diesem Video möchte ich euch 10 Stände vorstellen, die mir dabei besonders gut gefallen haben. Die Stände kommen aus den verschiedensten Bereichen, von reinen Forschungsprojekten hin zum Hobby- und Industriebereich. Besonders spannend war dieses Jahr auch, dass einige Firmen neue Produkte live auf der Messe vorgestellt haben, wie ihr auch noch im Video merken werdet. Am Ende gibt es außerdem einen Tipp, wie ihr an kostenlose Tickets für die Messe gelangt und euch so die 130 € für den Eintritt sparen könnt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit den Top 10 Ständen. Die Kunststofftechnik-Abteilung der Hochschule Darmstadt hat an ihrem Stand ein Druckerkonzept vorgestellt, bei dem der Drucker von 2 Seiten an dem Bauteil drucken kann. Das Ziel ist es, Stützstrukturen bei komplexen Modellen zu verringern. Dafür wird zunächst ein Netz und dann die obere Hälfte des Modells auf solch einen Rahmen gedruckt. Im Anschluss fährt das Druckbett nach unten weg und der Rahmen kann um 180 Grad gedreht werden. Dann lässt sich der Rest, also die Unterseite des Modells, fertig drucken. Am Stand wurde einmal der Voron V0 und auch ein eigener, größerer Core XY-Drucker mit diesem Mechanismus versehen. Auch wenn ich bezweifeln würde, dass sich solch ein Verfahren im Bereich der Hobbydrucker etablieren wird, finde ich es dennoch ein sehr spannendes Konzept. Die Firma E3D aus Oxford ist bekannt für ihre Hotends, Extruder und Düsen. Auf der Messe haben sie einen neuen Extruder namens Roto vorgestellt, der sehr leicht und kompakt ist. Konkret wiegt der komplette Extruder gerade einmal 140 Gramm. Zum Vergleich, so ein NEMA 17 Motor allein wiegt schon etwa das Doppelte. Sehr gut haben mir auch die Details gefallen, wie zum Beispiel, dass das Gehäuse gleichzeitig auch als Heatsink fungiert, ähnlich wie beim, sagen wir mal, Vorgänger Hemera. Neu ist jedoch, dass dieser nun 3D gedruckt ist, aus Aluminium auf einem Metalldrucker. Das finde ich ein besonders schönes Detail und am Stand erzählte man mir auch, dass sie planen, in Zukunft quasi alle Teile bis zur Düse 3D zu drucken. Der Roto-Extruder ist, wie es auch schon beim Hemera der Fall war, direkt in Kombination mit dem Revo Hotend verfügbar und seit es hier neben der Standardvariante auch eine High-Flow- und High-Temp-Version gibt, sehe ich auch keine Gründe, warum man nicht auf das Revo setzen sollte. Besonders gut hat mir auch der Drucker gefallen, mit dem der Roto-Extruder demonstriert wurde, ein modifizierter Redrick V-Minion. Der Drucker hat sehr schnell und trotzdem in guter Qualität gedruckt und ist in meinen Augen ein tolles Beispiel, da der Roto genau für solche Drucker aufgrund seiner kleinen Größe und des geringen Gewichts optimal ist. Außerdem gibt es ein passendes Toolboard, das perfekt auf die Rückseite des Extruders passt und in Zusammenarbeit mit Do-It3D entwickelt wurde, dem nächsten Stand in diesem Video. Hier wurde ein neuer induktiver Bed-Leveling-Sensor gezeigt, mit dem das Bedmesh in kürzester Zeit mit sehr vielen Punkten, hier genau 299, erstellt wird. Dafür wird der Sensor am Toolhead befestigt und einfach in XY über das Druckbett bewegt. Gerade die große Zeitersparnis und extrem hohe Auflösung machen den Sensor für mich sehr interessant. Außerdem lässt er sich direkt in Kombination mit dem eben gezeigten Roto-Extruder und dem Toolboard verwenden. Was mir bei Do-It immer besonders gut gefällt, sind auch die Drucker, mit denen die neuen Features, Firmware-Versionen und Boards demonstriert werden. Dieses Jahr gab es einen Voron Tridex, einen V0 mit 5 Achsen und diesen E3D Toolchanger. Die Firmen Slice Engineering, Bondtech und Redrick haben sich einen Stand geteilt und wie man sich vermutlich schon denken kann, gab es hier sehr viel zu sehen. Es wurden einige spannende Hotends, Extruder und vor allem Drucker wie der 22 IDEX V2 von Vision Miner ausgestellt. Das ist ein, wie ich finde, sehr spannender Drucker, da er einen beheizten Bauraum bis 90 Grad Celsius und Heizbett bis 200 Grad Celsius hat und insgesamt dafür ausgelegt ist, High-Temp-Materialien wie PEEK zu drucken. Außerdem gab es einen Redrick V-Core 3.1 mit ein paar neuen Teilen, wie dem kürzlich vorgestellten Extruder-Design, der eine Metallplatte für höhere Steifigkeit und einen einfachen Aufbau verwendet. Außerdem soll sich wohl das Design am Enclosure geändert haben. Dazu konnte man an diesem Stand die Chefs von Redrick, Vision Miner sowie Manager und Ingenieure von Slice Engineering und Bondtech treffen, was zu vielen netten und wirklich spannenden Gesprächen geführt hat. Die Firma Lictra hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen 3D-Drucker zu entwickeln, der schneller drucken kann, ohne dabei Kompromisse in puncto Qualität oder Festigkeit der fertigen Bauteile eingehen zu müssen. Herausgekommen ist eine Multidüsen-Technologie, womit bis zu 7 Düsen gleichzeitig gedruckt wird.
Die Düsen sind kreisförmig angeordnet und können durch intelligente Planungssoftware die Prozesszeit um bis zu 75% reduzieren. So können zum Beispiel die 3 Perimeter eines Bauteils alle in derselben Bewegung, also gleichzeitig, gedruckt werden. Eine ganz konkrete und immer von Lictra hervorgehobene Anwendung für diesen Drucker ist die Herstellung von individuellen medizinischen Hilfsmitteln wie Orthesen. Dafür wird viel mit Polypropylen gearbeitet, ein wirklich wunderbares Filament, welches ich auch vor kurzem ausführlich hier auf dem Kanal getestet habe. Bevor ich nun gleich mit den neuen Druckern bei Prusa weitermache, wollte ich kurz erwähnen, dass es mich sehr freuen würde, wenn du diesen Kanal kostenlos abonnierst. Das hilft mir dabei, weitere spannende Videos rund um das Thema 3D-Druck zu erstellen. Nun aber zu Prusa, die wie immer mit einem großen Stand und allen aktuellen Produkten am Start waren. Zwischen den bekannten Druckern und Filamenten gab es ein paar Neuheiten zu sehen, wie ein XL mit Enclosure oder die neuen recycelten Prusament-Farben. Wirklich neu und spannend war die auf der Messe vorgestellte Prusa Pro-Serie, die aktuell aus einem Delta und großem SLA-Drucker besteht und sich, wie der Name schon sagt, eher an professionelle Anwender richtet. Dennoch bietet der Drucker einige spannende Features wie Clipper, einen beheizten Bauraum und das E3D Revo High Temp Hotend, wodurch sich High-Performance-Kunststoffe wie PEI gut drucken lassen. Das wurde auch live auf der Messe demonstriert. Bei der Pro AFS gab es einige Neuerungen, wie zum Beispiel, dass die fertigen Drucker auf den Sheets bleiben und vom Roboter in eine Ablage geparkt werden. In der früheren Version wurde das Sheet gebogen, um die Drucke direkt auszuwerfen. Am Stand von Phaetus wurden gleich mehrere neue Produkte vorgestellt, die ich persönlich sehr interessant finde und auch einsetzen werde. Im Bereich der Hotends wurde die neue Drop Effect Next G-Serie als Nachfolger vom etablierten XG Hotend vorgestellt. Neuerungen sind zum Beispiel die Verwendung von V6-Düsen, eine größere Heizzone sowie das kleinere und leichtere Design. Außerdem gibt es das Hotend nun in verschiedenen Varianten, um die Kompatibilität zu erhöhen. Auch ganz neu ist die Silizium-Carbid, auf Englisch Silicon Carbide Düse, welche die Wolfram-Carbid, also Tungsten-Carbide-Nozzle ablösen soll. Sie soll nochmal deutlich härter sein und außerdem die Wärme wesentlich besser leiten. Gerade letzteres war ein großes Problem von standard gehärteten Düsen, weswegen ich mich sehr darauf freue, die Silizium-Carbid-Düse bald in meinen Druckern installieren zu können. Außerdem hat Phaetus einen passiven Filament-Dryer vorgestellt, der, wie der Name schon sagt, komplett ohne Heizelemente auskommt. Wenn euch die Produkte von Phaetus näher interessieren, empfehle ich euch, mein Interview mit Research and Development Manager Max anzusehen. Hier reden wir fast 40 Minuten über genau diese Produkte und er gibt spannende Einblicke in die Entwicklung und Produktion. 3Devo bietet Maschinen für das Recycling und die Herstellung von Filament im kleinen Maßstab an. Wenn ihr mal ein aktuelles Video bei CNC Kitchen über Filamentrecycling, wie zum Beispiel das der Banshees oder Filament Poops gesehen habt, kennt ihr die Geräte vermutlich auch schon. Eines der größten, wenn nicht sogar das größte Problem war es, einen konstanten Durchmesser und tatsächliche Rundheit zu erreichen. Auf der Formnext hat 3Devo einen neuen Sensor vorgestellt, der das Filament mit Hilfe von Kameras in 3 Achsen ausmisst und wesentlich genauer ist. Anhand dieser Daten wird die Zuggeschwindigkeit so angepasst, damit der Durchmesser stimmt. Außerdem wird direkt evaluiert, ob das Filament druckbar ist oder nicht. Da alle Messdaten gespeichert werden, kann man später sehr gut Fehler zurückverfolgen und mögliche Probleme erkennen, bevor man das Filament in den Drucker gibt und der Druck dann nach einiger Zeit scheitert. Ich denke, dass dieser Sensor das gesamte System auf ein neues Level hebt und bin gespannt, wie sich der Sensor im Test bei Stefan schlagen wird. An dieser Stelle noch ein schnelles Dankeschön an ExtruTim, der immer mal wieder die Kamera gehalten hat und außerdem gute Empfehlungen für spannende Stände hatte. Elego hat vor kurzem einen riesigen Drucker namens Orange Storm Giga mit 800 x 800 x 1000 Kubikmillimeter Druckvolumen vorgestellt. Da die Formnext eines der ersten Events war, an denen der Drucker ausgestellt wurde, war der Unstorm am Stand entsprechend groß. Da der Drucker zurzeit nur $1.500 auf Kickstarter kostet, war ich etwas kritisch, ob er wirklich das leisten kann, was auf der Webseite versprochen wird. Mein erster Eindruck war im Grunde trotzdem ganz gut, der Rahmen sieht relativ stabil gebaut aus und die Druckqualität passte ebenfalls. Kritisch sehe ich allerdings die Wahl von Hotend und Druckbett.
Der Drucker wird bei wirklich großen und massiven Bauteilen zu lange brauchen, da keine wirklich vergleichsweise großen Düsen eingesetzt werden können. Die Idee, das Druckbett in mehrere unabhängig beheizte Zonen einzuteilen, ist an sich sehr sinnvoll bei einer solch großen Fläche. Allerdings verstehe ich absolut nicht, warum man sich hier für 4 Segmente entschieden hat. Standardmäßig werden Drucke mittig platziert, was hier dann auch bei den kleinsten Bauteilen bedeuten würde, dass alle 4 Betten voll heizen müssen. Ansonsten sehe ich den Stromverbrauch und die Kosten bei der Verwendung von 1,75 mm Filament als etwas kritisch, bleibe dennoch auf Langzeit-Reviews gespannt. Am Stand von Filamentum wurden die neuen recycelten Filamente vorgestellt, die aus alten Fischernetzen gemacht werden. Dabei handelt es sich um PA6-Material, genannt Fishy Filaments. Das wird sowohl ganz normal, also in Natur, und mit 10% Carbonfaserverstärkung angeboten. Man merkt, dass Filamentum die Sache sehr ernst meint, da am Stand quasi keine herkömmlich produzierten Filamente mehr ausgestellt wurden und der volle Fokus auf nachhaltigen und recycelten Produkten liegt. Beim Release-Event auf der Messe habe ich neben den Werbegeschenken auch 2 volle Spulen mitgenommen, um sie bald in einem Video ausführlich testen zu können. Die ersten Tests auf dem Prusa Mark IV waren schon mal sehr vielversprechend. Ich hoffe, dieser Einblick hat euch gefallen. Auch ist vielleicht klar geworden, dass die Messe lange nicht mehr nur für die Industrie ist und sehr gut von Bastlern und Hobbyisten besucht werden kann. Falls ihr also überzeugt seid und im nächsten Jahr selbst kommen möchtet, folgt hier der anfangs versprochene Tipp, wie ihr an ein kostenloses Ticket gelangt. Dazu sollte man sagen, dass die Aussteller ein gewisses Kontingent an kostenlosen Tickets erhalten bzw. Tickets mit großen Rabatten einkaufen können, um ihre Geschäftspartner und Kunden zu ihrem Stand auf die Messe einladen zu können. Sehr viele Firmen, und das werden wirklich von Jahr zu Jahr mehr, verschenken daher Gutscheincodes für die Tickets. Teilweise muss man einfach eine kurze Mail schreiben, manchmal gibt es auch ein Formular. Ich habe dieses Jahr von Freunden und Partnern zig Gutscheine geschickt bekommen, die ich gar nicht alle einlösen konnte. Schaut daher einfach ein paar Wochen vor der Messe bei den Ausstellern vorbei und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr ein kostenloses Ticket erhalten werdet.